Zunächst vielen herzlichen Dank an die Firma T.A. Cook, an den Herrn Cook persönlich und an die Mitglieder der Jury, die so freundlicherweise uns diesen Preis hier verliehen haben. Bin da sehr dankbar. Ich möchte Ihnen jetzt kurz erzählen, was wir gemacht haben in der Kategorie Innovation für die Instandhaltung. Wir nennen das den Intelligent Health Monitor. Das stellt die Frage, ist Ihre Maschine gesund oder nicht gesund? Sie kennen das wahrscheinlich alle aus Ihrem persönlichen Pkw. Sie fahren auf der Autobahn entlang, alles ist in Ordnung. Irgendwann hören Sie ein komisches Geräusch. Ein Geräusch, das nicht normal ist. Sie denken, oh je, was ist mit dem Wagen los? Offensichtlich fährt er ja noch. Also das Auto ist noch nicht kaputt gegangen, es ist aber irgendetwas nicht normal. Und jetzt stellen Sie sich ein paar Fragen. Die erste Frage ist das überhaupt ein Problem, was mit meinem Auto zu tun hat? Ist das vielleicht ein Geräusch von außerhalb? Führt dieses komische Geräusch womöglich zu einem wirklichen physikalischen Schaden, den ich reparieren muss? Führt es womöglich zu einem Totalausfall, also das Auto fährt nicht mehr und damit haben Sie unter Umständen einen Unfall? Oder Sie stellen sich die Frage, was ist es denn nun? Das heißt, welches Ersatzteil brauche ich? Muss ich sofort zur Werkstatt oder dauert das noch 100 Kilometer und so weiter? Sie stellen sich also die Frage, ist das Auto noch gesund oder ist es schon fast kaputt? Diese Frage möchten wir uns immer wieder stellen. In den verschiedensten industriellen Anwendungen haben wir Aggregate, die so etwas zeigen. Nicht immer sitzt jemand daneben und hört das komische Geräusch mit den menschlichen Ohren. Dafür sind eben Sensoren verbaut in allen teuren großen Aggregaten in der ganzen Anlage. Ein übliches Kraftwerk-Chemiewerk hat vielleicht 10.000, 20.000 Sensoren installiert, die Diverses messen. Und dort ist die Frage, ist das eben noch in Ordnung oder nicht? Nun, wir sind Mathematiker und sagen zunächst einmal, unter den verschiedenen Lösungen ist die einfachste immer die beste. Einfachste Lösung für Mathematiker ist Rechnen und nicht überlegen, Menschen hinschicken, zuhören oder sonst was, einfach Daten aufzeichnen und rechnen. Wir haben jetzt das maschinelle Lernen, auch künstliche Intelligenz genannt, zur Verfügung als Methodenbaukasten, um auszurechnen, von komplizierten Messdaten, auch auf der Historie aufgezeichnet, zu einer relativ einfachen Aussage. Führt das zum Ausfall? Wenn ja, wann? Und wenn ja, warum? Das normale Condition Monitoring, was die allermeisten von uns heute in ihrer Anlage verbaut haben, begutachtet die Messwerte, die durch Sensorik reinkommen, durch feste Grenzen. Ich habe Ihnen hier von zwei Produkten mal Screenshots aufgeführt, wo Sie also hier einen Messwert erheben und dann werden feste Grenzen definiert, ein Minimalwert oder ein Maximalwert. Wenn der unter- oder überschritten wird, wird ein Alarm ausgelöst. Diesen Grenzwert allerdings, den muss irgendein Mensch mit Fachwissen, mit Erfahrungswissen irgendwann festlegen. Und dann ist er fest. Das führt manchmal zu Schwierigkeiten. Natürlich, die erste Schwierigkeit ist, Sie müssen diesen Grenzwert bestimmen. Das verlangt erstmal diese Erfahrung, die hat man unter Umständen nicht unbedingt. Der Hersteller gibt natürlich einen Wert vor, der ist allerdings meistens auf der sehr, sehr sicheren Seite, was dazu führt, dass Sie viele Alarme bekommen, das Sie auch nicht wollen. Auf der anderen Seite verlangt das natürlich Arbeit. Das heißt, das Ganze kostet Geld und dauert lange. Das größte Problem an diesen festen Grenzen ist, dass Sie falsche Alarme bekommen. Das heißt, Sie bekommen Alarme bei einem Zustand, der nicht wirklich ein ungesunder Zustand ist. Allerdings kann man auch in der Praxis immer wieder erleben, das hören wir von allen unseren Kunden, dass es Zustände gibt, die tatsächlich ungesund sind, die aber nicht alarmiert werden. Und das kommt eben daher, dass wir mit solchen festen Grenzwerten jeden einzelnen Messwert völlig separat als Individuum betrachten. Das ist aber nicht so. Haben Sie ein Gerät, sagen wir mal einen Kompressor, einen großen Industriekompressor, dann hat der schon mal 200, 300 Messpunkte an der einen Maschine. Natürlich sind die korreliert miteinander.
Wenn ich also die Schwingung am Lager 1 und die Schwingung am Lager 2 habe, dann sind die miteinander verbunden. Und ich kann also nicht intelligenterweise beide separat analysieren, sondern ich sollte das Gesamte zusammen analysieren. Diese festen Grenzwerte beinhalten das nicht, also führen sie auch zu solchen Fehlalarmen, weil schlicht die Information, die theoretisch vorhanden ist, nicht genutzt wird für die Interpretation. Also Schlussfolgerung: Wir trennen uns von diesen festen Grenzen und führen dynamische Grenzen ein. Hier sehen wir das. Die rote Linie sind die tatsächlichen Messdaten, die vom Sensor erfasst werden. Und der grüne Bereich ist ein Konfidenzintervall für ein mathematisches Modell. Diese grüne Linie ist das mathematische Modell selbst. Der Gedanke ist also, wir rechnen aus einen Erwartungswert für diesen Messwert und wir messen den tatsächlichen Messwert und vergleichen die beiden miteinander. Der berechnete Wert hat natürlich eine gewisse Schwankungsbreite, denn man kann Berechnungen mit empirischen ermessenen Daten nie präzise durchführen. Also hat er eine gewisse Unschärfe, das ist dieser leicht grüne Konfidenzintervall. Und jetzt ist die Aussage diese: Liegt der gemessene Wert innerhalb von diesem Band rund um den berechneten Wert, so ist zumindest dieser Wert immer noch im gesunden Bereich. Verlässt er diesen, dann ist es im ungesunden Bereich. Hier sehen wir, in diesem Fall ist das eine Achse von einem Kompressor. Ich habe eine Achse, die rotiert sich also, und wir messen jetzt die Abweichung von der theoretischen Mittellinie links und rechts. Während die Achse sich dreht, natürlich bewegt sie sich etwas. Wir sehen hier, bewegt sie sich sehr wenig, also hier ist die Nulllinie übrigens. Wir sehen also, hier geht es tendenziell immer nach unten. Das ist nicht schlimm, sofern es nur wenig nach unten oder nach oben geht. Wir sehen jetzt im nächsten Bild, hier haben wir ein Problem. Vorher ging es nur 0,1, hier ist es schon 0,3 weg von der Mittellinie, das ist zu viel. Wir sehen, das wird auch erkannt. Und zwar, das ist immer noch in Ordnung, das ist noch in Ordnung, und hier sehen wir dann die Abweichung. Erwartet wird, dass es hier rüber geht, das ist aber nicht der Fall, es geht zu hoch. Und jetzt kann man sehen, das Problem wiederholt sich natürlich. Es wiederholt sich hier, 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 hier. Und jetzt muss man nicht Albert Einstein sein, um zu erkennen, dass es hier ein gewisses Muster gibt. Das findet nämlich immer zu einer bestimmten Zeit statt. Wir gucken hier auf die Achse, 12 Uhr, 12 Uhr, 12 Uhr, 12 Uhr. Es gibt also bestimmte Betriebsbedingungen an dieser Maschine, an diesem Kompressor, die dazu führen, dass ein Problem auftritt. Und zwar um ca. 12 Uhr wird hochgefahren. Ich habe also beim Anfahren, beim Hochfahren, beim Lastwechsel von dieser Maschine ein Problem. Und zwar jetzt ein Problem, das ich früher nicht hatte. Es ist aufgetreten, Maschinen altern durch mechanische Benutzung, das ist immer so. Jetzt weiß ich aber, hier habe ich ein Problem, und zwar, weil dieser Erwartungswert von dem Messwert abweicht. Ich kann das alarmieren. In diesem Fall war das so, dass 3 Tage hier rechts davon die Maschine wirklich außer Betrieb gegangen ist, weil der Schaden war zu groß. Man hätte es aber hier schon eben vorher erkennen können, dass sich so etwas anbahnt. Gut, einfach Grenzwerte nicht statisch, sondern dynamisch werden zu lassen, ist jetzt nicht gerade super toll. Die Frage ist, wie machen wir das? Das Geheimnis darin liegt nicht einfach, diese Begrenzung aufzuheben, sondern zu sagen, ich rechne mir einen Erwartungswert für diese Messung aus anhand aller anderen Messungen, die ich habe. Sagen wir also wieder, mein Kompressor hat 300 Messstellen, ich benutze 299 Messstellen davon, um auszurechnen, wie die 300. lauten sollte. Das heißt, ich betrachte also meine Anlage, mein Gerät als Einheit. Ich nehme alle Informationen, die von dem Gerät vorhanden sind, und erstelle ein mathematisches Modell, was es mir erlaubt, jeden dieser Messwerte mit einem Erwartungswert zu versehen, der alle möglichen Einstellungen am Gerät, von mir aus auch vom Vorprozess oder Qualität der Rohstoffe oder Sonstiges mit in Betracht zieht und dann eben ausrechnet, was passiert, wenn ich zum Beispiel Lastwechsel durchführe. Wenn ich einfach nur einen Messwert nehme und feste Grenzwerte draufsetze, dann kann ich Lastwechsel zum Beispiel nicht begutachten.
Die Information, wann ich die Last wechsle, liegt nämlich gar nicht vor. Wenn ich jetzt allerdings das ganzheitlich betrachte, dann weiß ich das, denn die ganzen Messwerte liegen mir ja vor, die fließen alle in meine Formel hinein und ich kann das alles gut betrachten. Wir machen das mit einem sogenannten rekurrenten neuronalen Netzwerk. Ich weiß, viele von Ihnen werden vor einigen Jahrzehnten wahrscheinlich meinen Vorkollegen, Mathematikern damals in den 80er, 90er Jahren geglaubt haben, als die gesagt haben, neuronale Netzwerke können alles. Damit sind wir Mathematiker kollektiv auf die Nase gefallen. Das wissen wir und das wissen Sie auch. Allerdings sind jetzt schon 30 Jahre vergangen seit dieser Zeit und wir haben heute neuronale Netzwerke, die zwar immer noch genauso heißen, neuronale Netzwerke, die aber von ihrer mathematischen Technik her völlig anders aufgebaut sind. Die rekurrenten Varianten gibt es erst seit wenigen Jahren. Wir haben auch erst seit relativ wenigen Jahren Rechnerkapazität zur Verfügung, die ganz andere Lernmethoden erlaubt. Ihr Smartphone heute hat mehr Rechnerkapazität als Ihr PC vor 10 Jahren. Das heißt, Sie können ungefähr erahnen, was man mit moderner Technik, also richtiger Hardware, heute kann, was man vorher einfach nicht konnte. Das Feld hat sich also weiterentwickelt. Danke. Man kann also in diesem Fall nicht nur das Training durchführen, das es wirklich sehr zuverlässig dazu führt, dass ich weiß, was mit einer Maschine passieren kann. Ich kann auch automatisch auswählen, welche Messungen ich brauche, um für eine bestimmte einen Erwartungswert auszurechnen. Ich kann das ganze Training automatisiert machen. Das heißt, das läuft ohne Ihr Zutun automatisch mit. Das Modell wird erstellt und es wird eben berechnet, weiche ich ab oder nicht. Dieses Band, was Sie vorher gesehen haben, diesen sogenannten Konfidenzintervall, auch der wird automatisch erstellt, indem eben die vergangenen Daten der letzten paar Monate des letzten Jahres dazu benutzt werden, um zu sehen, wie präzise ist das Modell. Es ist sehr gut, aber natürlich nicht zu 100% perfekt. Und dafür brauchen wir natürlich auch einen Konfidenzintervall. Dann werden hier solche Diagramme aufgezeichnet, die die Abweichungen zwischen Modell und gemessenen Wert darstellen. Wir wollen natürlich, dass der Mittelpunkt hier um die 0 ist und so ungefähr glockenkurvähnlich. Dann wissen wir, wir haben kein strukturiertes Problem bei der Sache. Und alle Messwerte, die eben innerhalb von dem Konfidenzintervall rund um den Erwartungswert liegen, die gelten dann als gesunder Zustand. Alarmiert wird natürlich dann bei ungesunden Zuständen. Warum geht das überhaupt? Weil Ihre Anlage physikalisch ist. Sie beachtet die Naturgesetze. Deswegen geht das, was ich gerade gesagt habe, bei Börsenkursen zum Beispiel nicht, denn die Naturgesetze werden nicht befolgt. Aber Ihre Maschine respektiert die Physik, respektiert die Chemie und diese Gleichungen bleiben immer gleich. Und wenn ich nur genügend Daten gesammelt habe, dann kann ich die Gleichungen auch erstellen oder abbilden. Wir wissen alle, der Kompressor, die Pumpe, die Turbine, die bei Ihnen sitzt, die beachtet eine Differentialgleichung aus der Physik. Einziges Problem, wir kennen sie nicht. Aber wir können anhand der Messdaten, die uns vorliegen, diese Differentialgleichung eben beobachten und dann können Mathematiker wie ich eben anhand dieser Daten dann diese Differentialgleichung wieder ermitteln. Also haben wir sie doch. Wir müssen nur über die Krücke messen, Daten sammeln, rechnen gehen, dann entwickeln wir wieder das. Und zwar dann eben nicht die Gleichung für eine theoretisch perfekte Pumpe, sondern für die Pumpe, die Sie wirklich haben. Das heißt, die gealterte, die etwas dreckige Pumpe, die wirklich bei Ihnen steht. Das Ganze führt dazu, dass ich weniger Fehlalarme bekomme, ich bekomme weniger von diesen falschen Alarmen und ich bekomme dann, wenn die Maschine tatsächlich ungesund ist, auch tatsächlich einen Alarm. Das heißt, es löst diese Probleme der False Positives und False Negatives und es verursacht keine menschliche Arbeit und damit reduziert es alle diese Probleme, die wir mit dem konventionellen Condition Monitoring, was immer nur einzelne Messreihen beobachtet, das wird alles gelöst. Ich möchte Sie natürlich gerne einladen, das auszuprobieren. Da es so einfach ist, lässt sich das Ganze probieren. Wir sind alle irgendwann mal zur Uni gegangen und haben Wissenschaft studiert. Dort wissen wir, wir sollen nicht voreingenommen an etwas herangehen und sagen, na, das geht ja sowieso nicht, es ist ja neuer Kram. Probieren Sie es einfach aus. Machen Sie ein Experiment. Am besten im Labor bei sich in der Anlage.
Natürlich mache ich sowas nicht alleine. Wir haben auch ein Team. Das ist jetzt unser Kundenteam. Wir haben auch noch ungefähr 20 Softwareentwickler, die ich jetzt nicht auf das Foto mitgenommen habe. Wir sind heute zu zweit. Victoria ist auch hier. Wenden Sie sich gerne an uns, wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben, danach. Sollten Sie noch Einschlafhilfe brauchen, ich habe vor 2 Jahren ein Buch publiziert mit den ganzen mathematischen Methoden darin. Also wir haben keine Geheimnisse, sondern veröffentlichen das Ganze sehr gerne. Dort finden Sie alle Details, die Sie wissen wollen und einige mehr. Dankeschön. In welchem Kontext bewegen wir uns aktuell? Haben wir uns heute diskutiert. Alle Welt spricht von Industrie 4.0. Natürlich in diesem Zusammenhang auch von Instandhaltung 4.0. Die aktuellen Diskussionen lassen dabei vielfältig den Eindruck entstehen, ich glaube, das ist heute auch herausgekommen, dass die vermeintliche Fachwelt nach wie vor nach der richtigen Definition, der richtigen Eingrenzung dieser Begriffe sucht. Im vergangenen Jahr hat hierzu die AKATEC, die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, eine Veröffentlichung, ein Positionspapier mit dem Titel Smart Maintenance für Smart Factories herausgegeben. Mit diesem Papier untersuchen die Herausgeber den Anpassungsbedarf der Instandhaltung im Kontext der Entwicklung Industrie 4.0. Es versucht, Chancen, Risiken und Herausforderungen zu beschreiben, wie mit intelligenter Instandhaltung die Industrie 4.0 vorangetrieben werden kann. Ja, wir haben richtig gehört, wie Instandhaltung die Entwicklung Industrie 4.0 vorantreiben kann. Das ist unsere Chance. Neben einer Vielzahl damit verbundener offener Fragen und Aufgabenstellungen in diesen Handlungsfeldern gehört als eine wesentliche Herausforderung dazu, diese angekündigte, diese greifbare Evolution sichtbar zu machen. Sichtbar zu machen, um den noch unbestimmten vagen Begriffen der Industrie 4.0, speziell hier der Instandhaltung 4.0, ein Gesicht, Gestalt zu geben. Sichtbar zu machen durch Beispiele. Mit unseren Preisträgern, Herr Cook, denke ich, sehen wir hier genau solche Leuchtturmaktivitäten, die Instandhaltung 4.0 bzw. Smart Maintenance zur Realität werden lassen. Jedes Beispiel dieser Art schärft unsere Vorstellung von dem, was für uns die Vision von der intelligenten Fabrik in der Zukunft darstellt. Lassen Sie uns daran arbeiten, auch bitte und gerne gemeinsam daran arbeiten. Der Wettbewerber schläft nicht. Der dritte Preisträger, ich denke, da haben wir wirklich einen neuen Ansatz gefunden, die Restriktion des Condition Monitoring aufzugreifen und mit mathematischen Modellen zu erfassen, die Dateninformationen, die wir erhalten, auch von den Sensoren zu korrigieren, zu verifizieren und in Aussagen umzuformen, von denen ja auch der Vortrag der BASF heute Morgen schon berichtet hat, der Predictive Analytic. Ja, ich glaube, das wahre Potenzial dieser Methodik, das werden wir sicher in der Zukunft noch erleben, denn auch hier wird es Lernkurven geben, wie sie in ausgeprägter Form ja allein vom Condition Monitoring schon